Ach, hallo. Moment. Hi. Ich komme hier gerade rein. So, was haben wir denn heute? Also, okay, erstmal Musik. Okay, heute machen wir ein Unboxing-Video. Was haben wir denn hier? Was könnte das bloß sein? Ich bin mal gespannt, seid ihr auch gespannt? Ich liebe Unboxing-Videos. Ich freue mich immer für denjenigen, der ein Paket bekommen hat und das auspacken kann. Heute bin ich mal an der Reihe. So. Was könnte das bloß sein? Wow. Das sieht doch ganz nach einem... Wow! Hey! Hey, das habe ich mir schon lange gewünscht. So ein toller Mixer, oder wie man auf Englisch sagt, Blender. Ein Feinler. Spanisch nennt man sowas Licuadora, also ein Verflüssiger. Bin ich mal wirklich gespannt, was hier alles dabei ist. Wow. Sofort Start. Wow, hier kriegt man erstmal einen Bonus. Prozente, Dollars geschenkt. Was ist das? Wow, Bedienungsanleitung. Cool. Müssen wir mal später reinschauen. Wow. Einschreiben von der Firma. Das ist ein Fruity Optimum. Fruity Optimum 9200A. Wow. Was ist das denn? Diese Musik gefällt mir überhaupt nicht. So, jetzt geht's erstmal ohne Musik. Was ist das? Ein Rezeptbuch. Über 80 Rezepte. Was man alles mit dem Ding machen kann. Wow, sieht gut aus. Crackers. Dafür braucht man einen Dörrautomaten. Aber so einen habe ich ja glücklicherweise. Mal sehen, was haben wir denn noch hier? Wow. Das müssten wir uns später mal alles durchlesen. Grüne Smoothies. Ja, darauf stehe ich. So, was haben wir hier? Das sieht mir aus wie der Deckel. Der Deckel für den Mixbehälter, für den Krug. Aus Gummi, kann zumindest nicht zerbrechen. Das Ding kann man natürlich abmachen. Das ist natürlich wichtig, dass während des Betriebes auch Zutaten hinzugefügt werden können. Und was haben wir da? Das ist gut. Ein besonderer Spachtel. Damit kann man auch noch den letzten Rest aus dem Krug herauskratzen. Sehr praktisch. Und das ist er, der Krug. Sehr gut, sehr gut. Sieht robust aus. Sieht groß aus. Zwei Liter Fassungsvermögen. Das ist doch schon mal gut. Was ist das? Eine Corona-Maske? Nein! Ach, ich weiß, was das ist. Das ist so ein Beutel, mit dem kann man Mandelmilch machen oder sowas. Man mischt ein paar Mandeln mit Wasser, quirlt das alles gut durch, dann kommt das ganze Zeug in diesen Behälter, in diesen Beutel.
Irgendwelche Faserreste bleiben darin stecken und nur die flüssige Milch rinnt heraus. Da braucht man nicht für 2, 3 Euro so eine Mandelmilch im Supermarkt kaufen, die überhaupt nicht frisch ist. Einfach eine Handvoll Mandeln, Wasser dazu. Schnell gemacht. Was ist das? Jetzt bin ich mal gespannt. Was könnte hier drin sein? Wow, was könnte das bloß sein? Das sieht aus wie so ein Behältnis. Ja, einfach so ein Krug. Komisch, was ist denn das hier unten? Naja, das werden wir später herausfinden. Ich nehme an, das ist einfach so ein Krug, wo man Sachen drin, Getränke drin aufbewahren kann. Smoothies zum Beispiel. Bisschen klein, aber immerhin. So, das wäre das, das wäre das. Das hier. Also haben wir hier den Krug. So, jetzt kommen wir langsam zur Sache hier. Da ist der Krug, da ist der Aufbewahrungscontainer. Da ist der Deckel zu dem Krug. Naja, passt. Passt. So. Und jetzt geht's langsam zur Sache. Jetzt kommen wir hier zu dem Motorgehäuse. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Das ist dieser Stampfer. Denn manchmal, das kennt jeder, der mit dem Mixer hier irgendwas gemacht hat, mit irgendeinem Mixer, manchmal will sich das einfach nicht vermengen und verdrehen und dann steckt das fest und mit diesem Stampfer, kann man das immer schön unten in die Mühle zwingen. So. Und hier haben wir dann die Motoreinheit. Angeblich hat das Ding 3,5 PS Leistung, 1500 Watt. Und das war's. Das war's. Mehr ist da nicht drin. Naja, immerhin. Die Farbe gefällt mir schon mal. Ich mag Silbergrau. Ist schon schwer das Ding. Was steht hinten drauf? 1800 Watt. Das ist mal eine Ansage. Jetzt brauche ich eine Verlängerungsschnur. Ohne Verlängerungsschnur läuft ja wenig. Mal sehen, ob ich eine finde. Dann ziehen wir einfach mal näher an die Steckdose heran. So. Okay, Bedienungsanleitung brauche ich nicht. Piepst, es hat gepiepst. So, mal sehen. Klingt gut. Klingt noch besser. Wow, das Ding hat einen satten Sound, muss man schon sagen. Ja, also das war's fürs Erste. Ich glaube, ich kann zufrieden sein mit diesem Ding.
freue mich schon auf die köstlichen Smoothies, Eiscreme, Nussmus und so weiter. Njam. Njam, njam, njam. Tja, das ist mein neuer Blender, mein neuer Mixer. Optimum 9200A. Das hier war mein Alter. Der war auch nicht schlecht. Aber kein Vergleich. So, jetzt will ich das Ding direkt mal ausprobieren, aber erstmal Musik. Also, ich möchte Eiscreme machen. Und zwar habe ich hier gefrorene Melonenstücke, gefrorene Honigmelone. Und hier habe ich Rosinen. Die Rosinen nehme ich, weil ich es gerne süß mache. Also erstmal gebe ich die Rosinen hier rein. Und dazu gebe ich die gefrorenen Melonenstücke. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Resultat aussehen wird und vor allem, wie es schmecken wird. So, jetzt bin ich mal gespannt. Erstmal langsam. Meine Lieblingspizza. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das schmeckt. Ah, herrlich. Ja, ich muss sagen, das ist eine köstliche Angelegenheit. Okay, dann. Ich genieße das jetzt in Ruhe. Wir sehen uns im nächsten Video.